Eigentlich wollte ich die hier vorgestellte Studie, mit der wir uns heute auseinandersetzen, nur als kleinen Teaser, als Appetizer nehmen für unser Video zum Thema Nebenwirkungen klinischer Studien und da im Speziellen Nebenwirkungen. Ich bin in der Vorbereitung aber so ein kleines bisschen versackt. Ich musste mich ja auch wieder daran erinnern, wie das vor vielen Jahren eigentlich war mit der Studie, wo da genau die Probleme waren, welche Konsequenzen es daraus sich ergeben hatten, sodass ich doch ein bisschen längeres Video daraus gemacht habe. Ich möchte natürlich die etwas ausführlichere Auseinandersetzung mit dieser Studie und mit den Fehlern, die da gemacht worden sind, Ihnen nicht vorenthalten und habe deswegen entschieden, 2 Videos zu machen. Zum einen dieses Video über diese Studie, ganz konkret, und dann ein Video zu den verschiedenen Endpunkten und wie man die Nebenwirkungen im Rahmen klinischer Studien wirklich festhält und auswerten kann. Sollte Ihnen das Video gefallen, ich liebäugel so ein bisschen damit, vielleicht eine neue Serie zu starten, nämlich berüchtigte klinische Studien, wo wir uns ein paar Studien angucken, die in aller Munde sind, die verschiedene Fehler gemacht haben oder wo sich verschiedene Konsequenzen daraus entwickelt haben. Wenn Sie daran Interesse hätten, bitte einen kurzen Kommentar unten abgeben. Okay, jedem guten Drama sollte ein ganz kurzer Prolog voranstehen. Ich dachte mir, ich erkläre Ihnen ganz kurz, was Zytokine eigentlich sind, wenn wir hier von Zytokinsturm sprechen. Und dazu muss man wissen, dass die Zellen des Immunsystems nicht starre, unflexible Viecherchen sind, sondern dass so eine Zelle, sagen wir mal, es ist eine T-Zelle, sich durchaus in ihrer Gestalt oder auch in ihrer Funktion im Laufe der Zeit verändern kann. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Zelldifferenzierung. Also aus einer Zelle kann eine Kämpferzelle werden, eine regulatorische Zelle werden und eine Erinnerungszelle werden. Das alles hat mit der Zelldifferenzierung zu tun und für die Zelldifferenzierung mitverantwortlich sind ganz kleine Substanzen, die wir als Zytokine bezeichnen. Das Ganze ist, wie eigentlich bei allem im Immunsystem, normalerweise super gut reguliert und extrem fein abgestimmt aufeinander. Wir befinden uns in London am Northwick Park Hospital und es ist beginnender Frühling des Jahres 2006. Wenn man das imposante Gebäude betritt, sieht man innen ein Aushang hängen, das nach Probanden gesucht wird. Wohlgemerkt Probanden und keine Patienten. Es geht hier um eine Dosisfindungsstudie, wo man die Eigenschaften der Substanz an, wie hier steht, gesunden menschlichen Subjekten austesten möchte. Gesunde männliche Subjekte sind nach den Vorstellungen der Studiendurchführung zwischen 18 und 40 Jahre alt, so dass man ihnen ein 50stel der höchsten, habt ihr mal ein Fragezeichen hintergemacht, kommen wir später zu, sicheren Makakendosis verabreichen kann. Und damit das Ganze ein bisschen reizvoller für die Probanden wird, kriegen sie eine Aufwandsentschädigung in Höhe von, umgerechnet auf heute, 2.900 €. 8 junge Männer finden sich ein im Krankenhaus und kriegen noch weitere Informationen an die Hand gegeben, unter anderem das hier, dass die Studie registriert ist bei der Europäischen Datenbank für klinische Studien, die EudraCT. Hier ist nochmal dargestellt, dass es sich um eine komplett neue Substanz handelt und dass das primäre Ziel der Studie, die Endpunkte, wirklich die Sicherheit, Pharmakokinetik, Pharmakodynamik und Immunogenität dieser Substanz untersuchen soll. Es ist außerdem angegeben, dass es eine gewisse Maximaldosis gibt und das klingt ja ganz freundlich, die 2.900 € einzukassieren. Das Ganze ist ein Tag, den man da verliert. Sie sehen hier außerdem, dass ein Placebo eingesetzt wird. Das ist natürlich nicht üblich für so frühe Studienphasen. Das hat was mit dieser Immunogenität zu tun. Außerdem wurde noch erwähnt für die Probanden, dass Drugs of this type, was ich ein bisschen komisch finde, weil es das erste seiner Art ist, dass Substanzen dieser Art auch Lymphknotenschwellungen machen kann. Patienten unterschreiben also die Teilnahme. 2 Patienten fallen weg, weil sie Placebo bekommen. Die anderen 6 Patienten kriegen alle das Verum, also das TGN 1412. Und die kriegen das mehr oder weniger alle gleichzeitig. Das Protokoll, also der Prüfplan, an dem man sich halten muss, der von der Ethikkommission und von den Oberbehörden, staatlichen Oberbehörden genehmigt ist eigentlich davon ausgegangen, dass diese 6 Probanden innerhalb von 2 Stunden das Medikament bekommen sollten und dass da mindestens 10 Minuten zwischen den Probanden Pause sein würde. Die ganze Infusion sollte 3 bis 6 Minuten dauern. Bevor wir uns das Schicksal der Probanden weiter anschauen, müssen wir einmal kurz zurückschauen, was 2006 denn eigentlich los war in der Medizin und was es auch mit dieser Substanz auf sich hatte. 2006 oder generell in den frühen 2000er Jahren hatte man
immer mehr Vorstellung vom Immunsystem gewonnen und man hatte auch immer mehr Zellen in ihrer Funktion identifiziert. Aus anderen Videos kennen Sie diese Abbildung noch, die T-Zellen, die sich auf die Krebszellen stürzen. Das sind in diesem Fall T-Killerzellen oder T-Effektorzellen. Das ist eine differenzierte Gruppe von T-Zellen. Und was man auch gesehen hatte, um diese Jahre herum war, dass es noch eine andere Art von T-Zellen gibt, die die ganze Regulation der verschiedenen Differenzierungsstufen eigentlich orchestrieren. Die sogenannten Tregs. So schreibt man die natürlich. Von diesen Tregs hat man gesehen, dass sie eine ganz wichtige Aufgabe oder ganz wichtige Aufgaben erfüllen in der Orchestrierung der verschiedenen T-Zellen. Also die Tregs können aus den T-Zellen sogenannte Gedächtniszellen machen. Sie können aber auch die Effektor-T-Zellen machen, die andere Zellen angreifen können. Das Ganze kann auch einen direkten Übergang darstellen, dass die Tregs sich quasi ausdifferenzieren zu T-Effektor-Zellen. Und bei diesem ganzen Austausch spielen natürlich wieder unsere Zytokine eine besondere Rolle. Die möchte man nach Möglichkeit natürlich aus dem ganzen Geschehen raushalten. Da möchte man nicht, dass die unabhängig von der Zellaktivierung irgendwelchen großen Einfluss nehmen. Als ganz wichtige Zielstruktur bei diesen ganzen Hintergründen, die ich Ihnen jetzt erzähle, wurde CD28 identifiziert. Das klingt besonders wissenschaftlich, aber CD heißt nichts anderes als Cluster of Differentiation, also so nennt man Oberflächenproteine auf den Zellen. Die werden knallhart durchnummeriert. Das eingesetzte TGN 1412 hatte sich herausgestellt in der ganzen Forschung und Entwicklung als ein Superagonist für CD28. Will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Superagonist heißt, dass es dann nicht noch weitere zelluläre Bestandteile oder so geben muss, um die Zellen zu aktivieren. Wichtig ist hier aber das Agonist. Wir denken ja bei Antikörpern immer daran, dass die irgendwas Böses machen, ne, und irgendwas hemmen oder irgendeine Interaktion aufbrechen oder so. Also als Antagonisten fungieren. In diesem Fall haben wir es aber als klaren Agonist. Also das Ziel dieses Medikamentes war wirklich, CD28 zu binden und dann die Effekte auszulösen, die CD28 normalerweise macht, nämlich die Ausdifferenzierung zu Effektor-T-Zellen und. Die Versuche an Primaten, also an Affen, liefen verhältnismäßig erfolgreich bis hin zu euphorisch. Man hat gesehen, dass man in der Tat mit dem Antikörper eine sehr starke T-Zellaktivierung hervorrufen kann, dass es aber nicht zu einer Freisetzung von Zytokinen kommt. Also dass man die Steuerung der Aktivierung und Differenzierung wirklich mit dem Antikörper machen kann und nicht die Sorge haben muss, dass der Körper da irgendwie mit irgendwelchen Zytokinen selbstständig Steuerung übernimmt. Wir hatten die Lymphknotenschwellungen in diesen Versuchen angesprochen. 2 von 20 Affen hatten Lymphknotenschwellungen, ohne dass dabei ein weiterer Krankheitswert ausfindig gemacht werden konnte, sodass man insgesamt von einer guten bis hin zu überragenden Verträglichkeit von der Substanz ausging. Eine Stunde später geht es wirklich bei allen Patienten mit unterschiedlichen Ausmaß die Nebenwirkungen los. Und zwar schwerste Kopfschmerzen. Und das werden Sie gleich in der späteren Berichterstattung sehen, wirklich schwerste Kopfschmerzen. Ich glaube, man konnte außerhalb des Krankenhauses die Leute schreien hören, dass ihnen der Kopf um die Ohren fliegen würde, dass der wirklich explodieren würde. Das hat die Yellow Press dann auch im weiteren Nachbericht genauso aufgenommen. Also wirklich Vernichtungskopfschmerzen. Lendenschmerzen, eine Muskelstarre bei einigen der Patienten, Übelkeit, Erbrechen und natürlich auch noch Durchfall. Also die fühlten sich elendig, krochen zum Teil am Boden rum, was natürlich nicht unbemerkt blieb. Circa 4 Stunden nach Infusion schmiert bei allen Probanden der Kreislauf ab. Es kommt zum Blutdruckabfall, zu Herzrasen, zu hohem Fieber. Man merkt auch, dass die Lymphozyten komplett abfallen und kaum nachzuweisen sind. Und in solchen Momenten bleibt uns Ärzten oftmals nichts anderes übrig, wenn man eine starke allergische oder eine starke vom Immunsystem ausgehende Reaktion hat, dass man versucht, dem medikamentös entgegenzuarbeiten. Unser Standardmittel ist dann natürlich das Cortison. Das ist aber jetzt wirklich ein bisschen plakativ der Darstellung willen. Die haben natürlich auch noch andere Sachen als Cortison bekommen. Mit beeindruckendem Erfolg. 6 Stunden nach Infusion hat sich die Situation deutlich gelegt. Man sieht im Blut nach wie vor diesen deutlichen Abfall der Lymphozyten und die Patienten sind alle febril, also haben alle erhöhte Temperaturen. Aber man hört keine Schreie mehr wegen Vernichtungskopfschmerz oder Ähnlichem. Also es scheint abgefangen worden zu sein. 9 Stunden nach Infusion entwickeln alle 6 Probanden ein Multiorganversagen und landen in einem lebensgefährlichen Zustand auf der Intensivstation.
Wie gesagt, das ganze Malheur ist nicht unbeobachtet geblieben. Man hat da schnell mitbekommen von. Sie sehen hier Zeitung vom 16. März, also 3 Tage nach den ganzen Vorfällen, und die etwas zynische Überschrift: Wir sahen menschliche Versuchskaninchen explodieren. Und ich hatte gerade gesagt, diese Explosionsmetapher, die findet man in weiteren dann immer wieder. Das Wort Horror findet man immer wieder. Und Sie sehen links auf dem Bild oben von Ryan, der wird der populärste der 6 Probanden werden, auch noch angegeben Agonie. Das Ganze ging natürlich weiter. Ich glaube, das kommt sogar aus der gleichen Zeitung. Hier nochmal dramatisch, wie es nur geht. Winseln, kriechen, sich übergeben. Sie schrien, ihre Köpfe würden explodieren. Vielleicht das unseriöseste überhaupt, diese Abbildung, die Sie an der Seite sehen. Weil in der Tat die Diskussion im Nachgang 2006, 2007 aus der Laienpresse so dargestellt wurde nach dem Motto, da gab es ein Medikament, was die Fingerkuppen absterben lässt und die Füße absterben lässt. Das ist die Folge von einem exzessiven Einsatz von Kreislaufverstärkern. Die sorgen dafür, dass das Herz pumpt und da alles aufrechterhalten wird, und zentralisieren den Körper, entziehen der Peripherie ein wenig die Priorität. Und das sieht man in der Tat relativ häufig auf Intensivstationen. Das ist ein Zeichen dafür, dass es natürlich eine enorm kritische Situation für den Patienten ist. Die Finger sind so nicht zu retten. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht von dem Antikörper direkt ausgelöst worden. Und damit ging dann direkt die Spekulation los, was könnte dazu geführt haben, dass es so desaströs gelaufen ist. Und überlegt, vielleicht das Medikament verunreinigt. Eine starke allergische Reaktion, das hat man ja schon öfters, wenn Bestandteile, Lösungsmittel oder so vielleicht in irgendeiner Form nicht ganz sauber waren oder wenn sich eine Chemikalie da drin verirrt hat, die vielleicht Ähnliches verursachen kann. Den Gedanken kann man eigentlich gleich wieder ad acta legen, weil man so eine Reaktion bisher noch nicht gesehen hatte. Man hatte sich überlegt, was ist denn mit den Affendaten los? Das war doch super verträglich, die 2 Affen, die Lymphknotenschwellungen hatten, und die Dosis war das 500-fache dessen, was wir Ryan und Co. gegeben haben. Also irgendwas scheint mit den Daten ja nicht ganz stimmig zu sein. Wie gesagt, Versuchskaninchen, darauf ritt die Presse rum. Und ganz wichtiger Punkt, und deswegen hatte ich das eigentlich auch initial mal gedacht, diese Studie zu nehmen, für das Video zu den Endpunkten klinischer Studien und Nebenwirkungen. Warum hat man denn allen gleichzeitig das Mittel gegeben? Und warum hat man nicht erstmal gewartet, ob der erste Proband das wirklich gut verträgt? Sie hätten gesehen, nach 1 Stunde haben die geschrien. Also man hätte zur Not 1 Stunde warten können und hätte gewusst, dass man das den anderen Probanden nicht geben sollte. Das war damals aber noch nicht vorgesehen. Heute kommen wir später zu, ist das mehr als vorgesehen. Naja, und bei allem muss man es mal so ganz flapsig oder lapidar formulieren. Sowas hat man, wie gesagt, noch nie gesehen in anderen klinischen Studien. Was ist da eigentlich genau passiert? Antworten kamen schnell. Verreinigung konnte man super leicht ausschließen. Zu den Werken gefahren, wo das Mittel zubereitet worden ist, hat gesehen, da lief alles protokollkonform, alles gut. Keine Verunreinigung zu sehen. Das mit den Versuchskaninchen finde ich ein bisschen unfair. Das ist natürlich Laienpresse und natürlich auch Yellow Press. Man muss hier schon klar machen, Versuchskaninchen sind arme Tiere, die gegen ihren Willen medizinisch untersucht werden. Kernunterschied ist doch, wir haben das unterschrieben. Wir haben gesagt, alles klar, weiß, dass das Mittel neu ist, ich würde es nehmen, pack das Geld ein und in einem Tag habe ich meine Ruhe. Warum gleichzeitig gegeben wurde, das ist eine Frage, die ehrlich gesagt bis jetzt nicht beantwortet wurde. Das Protokoll sah was anderes vor, das sah diese 2 Stunden vor. Die hätten wahrscheinlich auch nicht viel gebracht im Nachhinein, aber so richtig, warum das derart forciert wurde und derart schnell verabreicht wurde, es sprachen später Zeugen davon, dass die gesehen haben, dass wirklich von einem zum nächsten Patienten gegangen worden ist, also quasi gar keine Pause dazwischen lag zwischen Infusionen. Das konnte nicht klärend beantwortet werden. Ebenfalls ziemlich früh stellte sich raus, dass das mit der 500. Affendosis nicht ganz so klar ist, weil man hatte gesehen, dass man in der Dosis, die verabreicht worden ist, also schon 91 bis 95% der T-Lymphozyten im menschlichen Körper aktivieren würde. Aber das hier kam als anonymer Kommentar dann auch im März 2006, dass gesagt wurde, man muss wirklich kein Rocket Scientist, also kein Forschungsstar sein, um zu kapieren, was wohl passieren wird, wenn man unspezifisch jede T-Zelle im Körper aktiviert. Aber hier kann man weiterhin gegenhalten. Was war denn mit den Affen? Wir haben bei den Affen doch auch die T-Zellen aktiviert und da ist ja gar nichts passiert. Deswegen haben sich die Kollegen im Weiteren wirklich mal die Unterschiede bzw. die Gemeinsamkeiten zwischen Makaken und Menschen angeguckt. Man hat sich die DNA genauer aufgedröselt, aber man hatte gesehen, dass es zu 93,5% Übereinstimmung kommt. Das ist verhältnismäßig wenig, also im Verhältnis zu Schimpansen zum Beispiel, die deutlich höher
individuell nochmal liegen in der Gemeinsamkeit, aber es ist zumindest schon mal so, dass man sagen kann, das sind genetisch schon sehr ähnliche Lebewesen. Naja, und man war so ein bisschen alert nach dem Motto, oh Gott, 93,5%, da ist ja doch viel Diskrepanz, dann müssen wir uns angucken, was mit CD28 ist, ob da die Unterschiede nicht womöglich riesengroß sind. Und das sind sie überhaupt nicht. Die Bindungsstelle außerhalb der Zelle nach außen, die ist zu 100% identisch. Innerhalb der Zellmembran gibt es 3 unterschiedliche Aminosäuren mit fraglicher Relevanz. Es wurde damals drauf rumgeritten und ganz ehrlich hatte ich bis zur Vorbereitung dieses Videos mir das eigentlich auch immer als Argumentation festgelegt, dass das wirklich alles begründete, warum es so toxisch lief, wirklich nur 3 Aminosäuren unterschiedlich waren. Mittlerweile, dazu komme ich aber im nächsten Slide, man da andere Ideen, warum das so kritisch ist. Aber man findet heute teilweise auch noch die Darstellung nach dem Motto, nur 3 klitzekleine Aminosäuren können fatale Unterschiede hervorrufen. Bei der Differenzierung von einer T-Zelle zu einem Treg oder zu einer Effektorzelle verlieren die Makaken CD28. Wusste man 2006 nicht, heute weiß man's. Das heißt, alles, was man den Makaken gegeben hat, konnte gar nicht wirken. Natürlich, es gibt CD28 überall im Körper, aber das Kritische sind ja die Tregs und die Effektorzellen und die haben beim Makaken gar kein CD28. Das heißt, das konnte man damals nicht wissen, aber weiß es heute. Man hätte da überhaupt keinen immunogenen Effekt wirklich herstellen können. Das Allerwichtigste vorab, es ist kein Patient verstorben an der Gabe. Es haben sich alle mit unterschiedlicher Zeitdauer früher oder später, einige auch später, von den ganzen Sachen erholt und konnten im Anschluss ein normales Leben führen. Ryan kennen Sie ja mittlerweile, hört natürlich nicht auf zu betonen, dass die zurückliegenden Monate durch diese Studienmedikation wirklich Hölle waren. Glaube ich ihm sofort. Ich hoffe, ich konnte im bisherigen Video so ein wenig rüberbringen, wie schlimm das wirklich sein musste. Wie kommen wir auf die Idee zu sagen, dass es sich um einen Zytokinsturm gehandelt hat? Gut, indem man die Zytokine misst. Das hier sind unterschiedliche Zytokine. Ich möchte Sie nur von hinten bitten, drauf zu gucken. Sie sehen, die sind normalerweise nicht erhöht oder eigentlich eher 0. Und wenn man jetzt zeitlich zurückgeht, hier am Tag 0 setzt die Injektion ein und Sie sehen in diesem Fall jetzt nur als Beispiel, wie gesagt, das sind unterschiedliche Zytokine mit unterschiedlichen Aufgaben, aber alle schießen unisono nach oben. Also der Zytokinsturm war schon keine Hypothese, das konnte man wirklich knallhart nachmessen und nachverfolgen und Sie sehen in dieser Abbildung auch, es normalisiert sich, Gott sei Dank, zum Ende hin. 2006 hat man ein Prinzip verfolgt, auch von den regulatorischen Behörden, auch von den Zulassungsbehörden, von den Sicherheitsbehörden, dass es total akzeptiert war, das NOAEL-Modell zu benutzen. Und Sie sehen hier, wofür das Akronym steht, nämlich für keine gesehenen bösen Effekte seitens des Medikamentes und da das vorgegebene Level. Also Zielendpunkt ist hier wirklich der Nachweis von Nebenwirkungen. Also man gibt den Tieren so lange Medikament, bis sie Nebenwirkungen haben. Und dann ist die Dosisstufe, die da drunter ist, Dosisstufe, die man dann für First in Man empfehlen würde. Das hat aber schon ein Problem. Ne? Warum muss man warten, bis was toxisch ist oder bis was giftig ist? Man ist dementsprechend davon abgewichen. Also das hat man 2005, 2004 noch durchaus in Studienprotokollen gelesen. Heute gehen wir von Mabel aus. Wir sehen hier, das ist jetzt eine minimale, erwartbare biologische Dosierung, die man finden will. Oder man will gucken, wann ein biologischer Effekt einsetzt, ohne dass irgendeine Giftigkeit oder Nebenwirkung auftreten. Wie gesagt, Mabel hat sich durchgesetzt. Mabel hat auch 2 Aspekte, die wirklich fundamental in klinischen Studien nämlich, dass es extrem wichtig ist, dass man die Sicherheit auch mal wirklich abwartet. Ich habe ein Fragezeichen 28 Tage angegeben. Das ist meines Wissens das, was ich zuletzt bei der FDA gelesen hatte, dass die das so angibt, dass neue Substanzen, First-in-Man-Substanzen schon 28 Tage nachverfolgt werden müssten pro Patient, ehe der nächste Patient das bekommen kann. Was auf gar keinen Fall geht, sind gleichzeitige Therapiestarts. Wir befinden uns in Rennes in Frankreich. Es ist Januar 2016. Das heißt, die Ereignisse, die ich Ihnen gerade geschildert habe, liegen mittlerweile 9,5 Jahre zurück. Gesetzestexte haben sich geändert, Ethikkommissionen haben sich geändert, Zulassungsbehörden haben sich geändert, Maßstäbe für klinische Studien haben sich geändert und. Im Januar gehen Sie in einem Renner Krankenhaus vorbei und sehen das.
kommt einem schon ein bisschen bekannt vor. Hier werden aber nicht nur junge Männer gesucht, hier werden generell Healthy Volunteers gesucht. Also da sind auch Frauen erlaubt. Und man ist ja ein bisschen weiter. Man geht jetzt davon aus, dass Leute, die ein Jahr älter als 40 oder so sind, durchaus auch noch zu den gesunden Menschen zählen können und erst so ab 55 der Verfall einsetzt. Die Studie ist sehr ambitioniert, 128 Patienten für ein Mittel, was noch nicht eingesetzt worden ist. Das Mittel in diesem Fall ist auch in erster Linie ein Schmerzmittel, ein etwas anders wirkendes Schmerzmittel, als man es von den anderen Medikamenten so kennt. Und die Aufwandsentschädigung ist auch ein bisschen niedriger als noch 10 Jahre vorher. Sie können sich vorstellen, was kommt. Es kommt eine ganze Armada an jungen, gesunden Menschen, die das Medikament ausprobieren wollen. An dieser Stelle würde ich aber jetzt abbrechen und Sie bitten, wie gesagt, mir einen kurzen Kommentar unten reinzuschreiben, wenn Sie hören möchten, wie das hier weitergeht. Hier kann ich Ihnen sagen, vielleicht als ebenfalls wieder Teaser vorab, hier gab es auch Todesfälle. Aside from my soul. There goes a sight,